Neuimmatrikulierte, liebe bereits seit einigen Semestern mit oder ohne Pandemie an der TU Berlin Studierende, mein Name ist Baris Ünal, ich bin der Leiter der Allgemeinen Studienberatung und im Namen meines gesamten Teams möchte ich Sie ganz herzlich zu diesem Semester an der TU Berlin begrüßen. Sie sehen schon, wir stehen hier im Audimax. Das ist der größte Hörsaal an der TU Berlin und unter normalen Umständen hätten wir Sie alle hier tatsächlich an dieser Stelle in Präsenz begrüßen können. Jetzt, wo wir so ein bisschen unter uns sind, kann ich es Ihnen verraten. Natürlich stehe ich gar nicht im Audimax, sondern ich bin in einem Studio, total verkabelt, vor einem Greenscreen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum macht der Mann das? Ich kann es Ihnen sagen, die letzten über ein Jahr im Homeoffice haben ein bisschen dazu geführt, dass ich nur noch in so einen riesigen Jogginganzug passe und auch ansonsten relativ verwahrlost bin. Das kann man einfach besser retuschieren hinterher. Außerdem haben wir an der TU Berlin das Digitale so richtig drauf und das wollten wir Ihnen eigentlich auch zeigen. Und außerdem unter uns ist das eigentlich auch ein ganz gutes Zeichen für das kommende Semester. Das wird wahrscheinlich nämlich so eine Mischung sein aus digital und Präsenz. Es war uns wichtig, dass wir Ihnen nach diesen vergangenen Semestern mit Homeschooling und Homeoffice und Homestudying und fast ausschließlich digitalem Studium wieder ein Angebot in Präsenz machen können. Und gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass wir den Infektionsschutz im Blick haben. Und genau deshalb müssen wir ein bisschen weiter kreativ und vermutlich auch geduldig sein, bis die Dinge wieder so richtig geschmeidig laufen. Das heißt, dass dann eben manchmal Veranstaltungen in Präsenz stattfinden, dann wieder einige digital und live oder eben als Aufzeichnung asynchron. Was bedeutet das jetzt für Sie im kommenden Semester? Was ist das inzwischen geworden? Studieren. Eigentlich hat sich prinzipiell gar nicht so viel verändert. Studieren ist immer noch Lernen und Diskutieren, sich mit Bürokratie herumschlagen, feiern, Leute kennenlernen, sich auf Prüfungen vorbereiten, durch Prüfungen durchfallen, die Krise kriegen, Pläne machen, wieder verwerfen, so wie vorher halt auch. Nur, dass wir dabei ein bisschen mehr als sonst auch noch auf die Rahmenbedingungen aufpassen müssen. Studieren wird also in diesem neuen Präsenzsemester vor allem 3 Dinge bedeuten. Erstens, studieren heißt aktiv sein. Das klingt jetzt wie eine Binsenweisheit, ist aber jetzt in diesem Semester bestimmt noch einmal wichtiger als sonst. Ich bin mir sicher, dass wir in diesem Semester wieder einige Reifen während voller Fahrt wechseln werden müssen. Mundgerecht portioniertes und totgeplantes Studium hat es aber auch vorher noch nicht gegeben. In diesem Semester wird das vermutlich noch einmal unmöglicher sein. Warten Sie also bitte nicht darauf, dass etwas passiert, sondern gehen Sie auf die relevanten Leute zu, holen Sie sich Unterstützung, vernetzen Sie sich untereinander, melden Sie Schwierigkeiten, seien Sie hartnäckig und bockig, wenn es sein muss. Es kommt tatsächlich auch sehr darauf an, was Sie aus den nächsten Wochen und Monaten und aus Ihrer Studienzeit machen. Zweitens. Studieren heißt, die wirklich wichtigen Skills zu trainieren. Beispielsweise die oft genannte Ambiguitätstoleranz. Also die Fähigkeit, mit unscharfer und widersprüchlicher Information positiv umzugehen. Beschreibt, finde ich, die vergangenen Monate ganz gut und klingt vielleicht so, als würde ich versuchen, Ihnen noch bevorstehende mögliche Hürden besonders sexy zu verkaufen. Das meine ich aber tatsächlich so. Ambiguitätstoleranz und die Fähigkeit, bei Belastung das Wesentliche zu erkennen, sind wichtige soziale Skills von AkademikerInnen. Ich weiß, dass jetzt insbesondere die älteren Semester vermutlich erschöpft in ihre Tastatur weinen, aber meine Kollegin aus dem Career Service hat schon vor Monaten festgestellt, dass auch der Umgang mit diesen merkwürdigen Pandemiesemestern ein Hard Skill bei möglichen zukünftigen Karriereschritten sein wird. Und drittens, studieren heißt auch, wir hängen da gemeinsam drin. Und wir schaffen das auch gemeinsam. Damit meine ich nicht nur das Arbeiten in Teams, ob virtuell oder in Präsenz, sondern auch, dass Lehrende, Studierende, wir in der Verwaltung oder die Hochschulleitung solche Situationen noch nicht so oft hatten vorher. Alles, was also komisch laufen wird, machen wir gemeinsam und finden auch gemeinsam pragmatische Lösungen. In den letzten Semestern haben wir hier Dinge gewuppt und Probleme gelöst, bei denen ich beeindruckt war, was wir alles drauf haben. Davon können Sie profitieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben uns deshalb ganz bewusst in diesem Jahr dafür entschieden, Ihnen statt eines zentralen Erstsemestertages eine ganze Woche lang exzessiv für genau diese Fragen zur Verfügung zu stehen, bevor das Semester startet und alle Veranstaltungen beginnen. In der Verwaltung haben wir alle verfügbaren Kräfte eingesetzt, um Ihnen umfangreiche Beratung anbieten zu können. In dieser Woche werden Sie verstärkt alle Bereiche ansprechen können, die vor Semesterbeginn wichtig sind. Das Prüfungsamt, die Studienverwaltung, die Studienberatung, IT-Services, also all die Bereiche, von denen Sie Informationen brauchen werden, ganz gleich, ob Sie Ihr Studium beginnen oder schon seit einigen Semestern bei uns an der TU Berlin studieren.
damit Sie ein wenig vorsichtig wieder ausgewildert und an das Studium in Präsenz herangeführt werden, auch wenn Sie jetzt gerade noch nicht hier auf dem Campus sein können. Unsere Campus-Reporterin Nadine wird für Sie an der TU Berlin unterwegs sein und auf Social Media über die Bereiche berichten, die in der kommenden Zeit für Sie relevant sind. Spätestens mit den Einführungsveranstaltungen wird das echte Kennenlernen starten und Ihre jeweiligen Studiengänge werden Ihnen so nah auf die Pelle rücken, wie es gut und sinnvoll ist, ob digital oder in Präsenz. Deshalb der wichtige Tipp: Checken Sie genau, wann und wie Ihre Einführungsveranstaltungen in Ihrem Fach stattfinden. Und zu guter Letzt sehen Sie in den folgenden Videos einige meiner KollegInnen, die die Erfahrung aus den letzten Semestern nutzen und Ihnen im Detail aktuelle Tipps geben, wie Sie an dieses Semester herangehen können. Auch wenn es ein anderer Semesterstart als sonst ist, kann ich Ihnen versprechen, es hat vermutlich kein einziges Semester gegeben bisher, was so sehr auf die aktuelle Situation zugeschnitten wird wie dieses Wintersemester 2021. In jedem Fall wünsche ich Ihnen einen guten Start ins Semester und ein erfolgreiches Studium.